Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es waren zwei Brüder, und beide waren Soldaten. Der eine Bruder war reich, während der andere arm war. Der arme Bruder wollte sein Leben verbessern, also zog er seinen roten Mantel aus, wurde Gärtner und arbeitete hart auf seinem Land, in dem er Rüben pflanzte. Als die Rübensamen wuchsen, wurde eine Pflanze viel größer als alle anderen. Sie wuchs und wuchs so groß, dass man sie als den Prinzen der Rüben bezeichnen konnte, denn sie war anders als alle anderen. Schließlich war sie so groß, dass sie einen Wagen füllte, und 2 Ochsen konnten sie kaum ziehen. Der Gärtner wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Er fragte sich, ob es ihm Glück oder Unglück bringen würde. Eines Tages dachte er, was soll ich damit machen? Wenn ich sie verkaufe, bekomme ich nicht mehr Geld als für eine normale Rübe, und die kleineren Rüben sind besser zum Essen. Vielleicht sollte ich sie dem König als Zeichen des Respekts bringen. Also spannte er seine Ochsen ein und brachte die riesige Rübe zum König. Der König rief: Was für eine wunderbare Sache! Ich habe viele seltsame Dinge gesehen, aber so eine riesige Rübe habe ich noch nie gesehen. Woher hast du die Samen? Ist das nur Glück? Wenn ja, dann hast du wirklich Glück gehabt. Der Gärtner entgegnete: Oh nein, ich habe kein Glück. Ich bin ein armer Soldat, der immer gekämpft hat, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich habe meinen roten Mantel abgelegt und angefangen, das Land zu bearbeiten. Ich habe einen reichen Bruder, und jeder kennt ihn, aber weil ich arm bin, erinnert sich niemand an mich. Der König hatte Mitleid mit ihm und sagte: Du wirst nicht mehr arm sein. Ich werde dir genug geben, damit du sogar reicher bist als dein Bruder. Der König gab ihm daraufhin Gold, Land und Tiere, so dass er so wohlhabend wurde, dass er viel reicher war als sein Bruder. Als der reiche Bruder davon hörte und wie eine Rübe den Gärtner reich gemacht hatte, wurde er sehr eifersüchtig. Er dachte sich einen Plan aus, um genauso glücklich zu werden wie sein Bruder. Er beschloss, ihn auszutricksen, also sammelte er ein Geschenk aus Gold und edlen Pferden für den König, in der Annahme, dass er eine noch größere Belohnung erhalten sollte. Wenn sein Bruder für nur eine Rübe so viel bekam, dachte er, müsste sein Geschenk noch wertvoller sein. Der König nahm das Geschenk freundlich an und sagte, dass er nicht wüsste, was er im Gegenzug geben sollte, das wertvoller wäre als die großartige Rübe. Der reiche Bruder musste also die Rübe in einem Wagen nach Hause bringen. Als er nach Hause kam, war er so wütend, dass er nicht wusste, wen er beschuldigen sollte. Schließlich kam er auf die böse Idee, seinen Bruder zu töten. Er engagierte einige böse Männer, um seinen Bruder zu ermorden, zeigte ihnen, wo sie sich verstecken sollten, und ging dann zu seinem Bruder und sagte: Lieber Bruder, ich habe einen versteckten Schatz gefunden. Lass uns gemeinsam danach graben und ihn teilen. Der andere Bruder hatte keinen Verdacht, also gingen sie zusammen hinaus. Während sie unterwegs waren, sprangen die Angreifer hervor, fesselten ihn und wollten ihn an einem Baum aufhängen. Doch gerade als sie sich darauf vorbereiteten, hörten sie ein Pferd näher kommen. Das erschreckte sie, also stopften sie den Gärtner in einen Sack und hängten ihn an den Baum, dann rannten sie weg. In der Zwischenzeit arbeitete der Gärtner hart und schaffte es, ein Loch im Sack zu machen, groß genug, um seinen Kopf herauszustecken. Als der Reiter ankam, war er ein fröhlicher Student, der beim Reiten sang. Als der Gärtner ihn sah, rief er: Guten Morgen! Guten Morgen, mein Freund! Der Student schaute sich um, sah aber niemanden und fragte:
wer ruft mich? Der Gärtner antwortete, schau nach oben. Ich bin hier im Sack der Weisheit. Hier habe ich viele erstaunliche Dinge gelernt. Im Vergleich dazu ist alles Lernen in Schulen nichts. Bald werde ich alles wissen und weiser sein als alle anderen. Ich kann die Sterne und die Gesetze der Natur sehen. Wenn du in diesem Sack wärest, würdest du die Kraft des Wissens verstehen. Der Student hörte erstaunt zu und sagte schließlich, ich freue mich so, dich gefunden zu haben. Kannst du mich für eine Weile in den Sack lassen? Der Gärtner tat so, als würde er zögern und sagte, ich könnte dich hier sitzen lassen, aber du musst eine Stunde warten, während ich noch ein paar Dinge lerne. Der Student wartete, aber die Zeit schien langsam zu vergehen, und er flehte darum, früher hineingelassen zu werden, denn er wollte unbedingt Wissen erlangen. Schließlich sagte der Gärtner, du kannst hereinkommen, wenn du das Band löst, um den Sack herunterzulassen. Der Student band das Band auf, öffnete den Sack und befreite den Gärtner. Lass mich jetzt schnell nach oben, sagte der Student. Als er versuchte, mit den Füßen zuerst einzusteigen, sagte der Gärtner, warte! So geht das nicht. Dann stieß er ihn kopfüber hinein, band den Sack wieder zu und hängte den Studenten an den Baum. Wie fühlst du dich jetzt, Freund? Gewinnt du nicht an Weisheit? Bleib dort in Ruhe, bis du weiser bist als zuvor. Danach ritt der Gärtner auf dem Pferd des Studenten davon und ließ ihn zurück, um Weisheit zu sammeln, bis jemand kam, um ihn herunterzulassen. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.